Mit Innovation, Vielfalt und vereinten Kräften. Die europäischen Hochschulen sind Hochschulallianzen, die den Herausforderungen Europas mit neuen Ansätzen in Bildung und Forschung begegnen. 2017 rief die Europäische Kommission zur Bildung der europäischen Hochschulen über Erasmus+ auf. Dahinter steht die Vision von mehr strategischer Vernetzung und interdisziplinärem Austausch über die Ländergrenzen hinweg sowie langfristigem und nachhaltigem Denken. Gemeinsam statt jeder für sich. Die Allianzen sollen die Vielfalt Europas widerspiegeln, sowohl fachlich als auch auf Hochschulebene. Im Prinzip hat die EU-Kommission Gelder bereitgestellt für circa 60 verschiedene Allianzen von Universitäten, die sich halt zusammenfinden sollen und einfach neue Arten und Weisen finden sollen, wie man als Uni zusammenarbeiten kann. Und dann kann ich zum Beispiel als Studierende sagen, okay, ich würde gern dieses Modul an der Uni in Göteborg hören, an der Chalmers. Ich würde gerne aber das Semester selber an der Politecnico in Milano stattfinden lassen. Und das geht. So soll die Qualität und Wettbewerbsfähigkeit europäischer Hochschulen weiter gestärkt und eine neue Generation von Europäerinnen und Europäern ausgebildet werden. 2019 wurden die ersten europäischen Hochschulallianzen ausgewählt. Mittlerweile sind es 41. Bis 2024 sollen es bis zu 60 werden. Über 280 europäische Hochschulen aus 32 Ländern mit rund 7 Millionen Studierenden wirken in den Allianzen mit. Darunter 35 deutsche Hochschulen. Eine davon ist die Technische Universität Berlin. In dem Netzwerk Enhance wird hier an einem gemeinsamen Campus für Europa gearbeitet. Das Ziel von Enhance ist, einen virtuellen gemeinsamen Campus zu erzeugen. Das heißt, wir verbinden zum Beispiel die Lernplattformen. Das heißt, man kann einen Kurs anbieten als Lehrender und teilnehmen können alle von diesen teilnehmenden Hochschulen. Ohne dass technische Hürden noch bestehen, können die zum Beispiel Lehrvideos abrufen oder können an E-Prüfungen teilnehmen. Auch an der Universität Mainz wird die Vernetzung bereits gelebt. Universitätsprofessor Dr. Eckart Thienes ist Koordinator der For-Them Labs für Bildung, Forschung und Innovation. Er ist unter anderem an der Gründung eines Studiengangs beteiligt, den man über verschiedene europäische Hochschulen hinweg studieren kann. Das Ziel der ganzen Aktivität ist, dass man die Mobilität von Studierenden, aber auch die Mobilität von Mitarbeitern erhöht. Und damit einhergeht aber nicht nur die Mobilität, sondern natürlich auch das Schaffen von Netzwerken. Das Schaffen von Netzwerken in der Ausbildung, in der Lehre, dass wir eben schauen, dass wir die Stärken an den individuellen Standorten zusammenbringen und gleichzeitig auch in der Forschung miteinander interagieren. Für die Studierenden der Uni Mainz bedeutet For-Them schon jetzt ganz neue Möglichkeiten des Austauschs und viel mehr Flexibilität. Ich finde besonders gut an For-Them, dass wir so wöchentlich mit anderen Leuten und direkt unseren KollegInnen im Ausland zu tun haben. Da kriegt man ein Gefühl für das Leben anderer Leute, die nicht in der gleichen Stadt wohnen. Und das ist total cool und es macht auch Lust, einfach mal die Stadt zu wechseln und sich mal an anderen Unis umzuschauen, hey, was kann ich da belegen, was kann ich da machen? Und das ist auf jeden Fall ein Gewinn. Wissensbildende, interdisziplinäre, transnationale Teams aus Studierenden, Forschenden und auch externen Stakeholdern arbeiten an globalen Herausforderungen. Auch hier an der Hochschule Mittweida. Das Netzwerk Eureka Pro will Forschung und Lehre zum Thema verantwortungsbewusst produzieren und konsumieren vorantreiben. Die Europäische Hochschulallianz Eureka Pro setzt sich mit ganz vielen Facetten auseinander, um den Green Deal auch wirklich umzusetzen für uns hier in Europa. Dazu zählen zum Beispiel gemeinsame Bachelor-, Master- und PhD, also Doktorstudiengänge. Hierbei sollen die Studierenden sich nicht mehr zwischen den Fachrichtungen entscheiden müssen. Interdisziplinäres Denken ist gefragt und soll gefördert werden. Auch der Dialog mit der Gesellschaft ist ein Ziel. Durch Open Science Events wird auch der Gesellschaft abseits der Forschung ein Zugang zur Wissenschaft eröffnet. Ich arbeite unter anderem daran, Videos mit WissenschaftlerInnen zu gestalten, wo wir ganz einfach erklären, was machen die WissenschaftlerInnen, da sozusagen den ganzen Tag im Labor, und was hat das mit unserem Alltag zu tun. Europäische Werte nicht nur lehren und lernen, sondern auch leben und erleben. Mobilität ermöglichen, Lehre und Forschung innovativ und nachhaltig verändern. Jede Universität hat ihre Spezialität, jede Universität hat ihre Vertiefungsrichtung. Und why not join forces? Und genau das ist es. Es macht Spaß, es ist toll, wenn man sowohl in der Ausbildung als auch in der Lehre miteinander ausbildet und lehrt. Die Vision der europäischen Hochschulen wird in all diesen Allianzen bereits gelebt.